Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Lee, ich war auf Video Game Hunting in Kopenhagen und heute zeige ich euch meine Eindrücke. Diesmal nicht nach dem Intro. Ich war in Kopenhagen und habe Urlaub gemacht. Neben dem ganzen Sightseeing gehört für mich auch immer ein obligatorischer Besuch in einem Videospieleladen dazu. Da ich mich in Kopenhagen nicht auskenne, habe ich in der Reddit-Community einmal nachgefragt, wo denn der beste Ort sei, um durch Retro-Games und Videospielregale zu stöbern. Ganz oft wurde mir dann ein Laden empfohlen, der Nintendo Pushern heißt, was auf Dänisch der Nintendo-Drücker bedeutet. Allerdings wurde mir auch gesagt, dass der Laden gerade aufgrund von Umbauarbeiten geschlossen sei. Also habe ich erst einmal ganz normal den Touri-Kram gemacht. Dabei bin ich durch Zufall auf einen Roten Kreuz-Laden gestoßen, wo ich dann Halo 3 für die Xbox 360 für ganze 10 Kronen ergattern konnte. Umgerechnet sind das etwa 1,20 €. Der Nintendo Pushern wollte mir aber nicht mehr aus dem Kopf und ich wollte zumindest einmal vorbeilaufen, um eventuell durchs Fenster reinschauen zu können. Dazu musste ich erst einmal schauen, wo der Laden sich befindet, und so bin ich irgendwann auf diesen Instagram-Post gestoßen, dass sie am Sonntag, also den kommenden Tag, zwischen 12 und 14 Uhr ganz kurz öffnen. Da war also mein Zeitfenster von genau 2 Stunden. Nachdem ich also meine bessere Hälfte überreden konnte, die Pläne für Sonntag über den Haufen zu schmeißen, sind wir direkt hingefahren. Vorher haben wir uns noch einen Flohmarkt angeschaut, wo ich dann Pac-Man 2 gefunden habe. Allerdings war es wegen dem Regen ziemlich durchnässt und deswegen habe ich es dort liegen lassen. Ich war schon ganz gespannt, als wir ankamen, denn der Laden befindet sich nicht ebenerdig, sondern im Kellergeschoss. Man konnte nur durch eine kleine Luke hineinschauen, jedoch nichts außer Kartons erkennen. Als wir eintraten, wurden wir direkt vom Inhaber sehr nett begrüßt und er stellte sich uns als Mats vor. Ich sagte ihm, dass wir den weiten Weg aus Deutschland auf uns genommen haben, um seinen Laden zu besuchen. Er entschuldigte sich bei uns dafür, dass alles noch in Folie verpackt war und gab uns eine kleine Führung durch seinen Laden. Ich habe mich ziemlich ausgiebig mit ihm über das Sammeln von Videospielen ausgetauscht und er erlaubte mir auch, einfach die Folie von den Regalen aufzureißen, wenn ich was Interessantes finden würde. Wir haben fast die vollen 2 Stunden im Laden verbracht, auf der Suche nach einem Dänemark-exklusiven Spiel. Mats sagte mir, dass es seines Wissens nach keins gibt, aber wenn ihr eins kennt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Im Laden habe ich die Nordic Edition von Sleeping Dogs gefunden und direkt mitgenommen. Das ist ein Spiel, wo man einen Undercover-Polizisten in Hongkong spielt, der die Triaden infiltrieren muss. Außerdem habe ich mir noch A Way Out mitgenommen. Das ist ein Couch-Koop-Gefängnisausbruchspiel von den Entwicklern des Game des Jahres 2021, It Takes Two. In Deutschland ist es mittlerweile ziemlich teuer geworden. Ich habe das Spiel aber für umgerechnet 20 € mitnehmen können. Dann habe ich außerdem noch Last Remnant gefunden, das war noch sealed, das fehlte mir in meiner Xbox JRPG Sammlung. Außerdem habe ich noch ein Spiel gefunden namens Afro Samurai, das sah ganz interessant aus. Und zu guter Letzt habe ich auch Inside und Limbo mitgenommen. Das zumindest ist von dänischen Entwicklern. Das Lustige ist, einer der Entwickler wohnt direkt über Mats und hat ihm im Vertrauen gesagt, dass sie gerade ein Spiel entwickeln, das im Weltall spielen soll. Ihr habt es also zuerst von mir gehört. Als es dann ans Bezahlen ging, zeigte Mats mir seine Abteilung für Games, die er nicht so gut verkauft kriegt. Darunter waren auch viele deutsche PS2-Spiele. Er bot mir an, dass ich alle mitnehmen könne. Allerdings hatte ich nicht mehr so viel Platz im Gepäck und ich wollte auch nicht so dreist sein. Also entschied ich mich einfach nur für 2 Spiele, die ich noch nicht hatte, und zwar Champions Return to Arms und Die Simpsons das Spiel. Ich bin ziemlich froh, dass ich den Laden besucht hatte, denn in Dänemark ist die Spielelandschaft ein bisschen mau. Die haben zwar El-Giganten und Power, das sind so die Pendants zu dem deutschen Mediamarkt und Saturn, allerdings haben die nicht so viel Auswahl. Es war immer nur eine ganz kleine Ecke mit Spielen. Scheinbar wird bei den Dänen eher viel digital gekauft. So, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch haben meine Impressionen aus Kopenhagen gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr diese Woche so für Deals gemacht habt. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal, euer Lee.